Hi Leute, was geht ab? Heute werden wir unsere hinteren Bremsen beim Astra K Diesel mit elektronischen Parkbremsen wechseln. Nachdem wir die elektronische Parkbremse auf Service-Modus gestellt haben, unser Fahrzeug aufgebockt und die schöne Matte hingelegt haben und den Reifen abgenommen haben, können wir mit dem ersten Schritt loslegen. Als erstes werden wir hier diesen Kabel entfernen. Dazu müsst ihr die rote Schnalle nach hinten schieben. Und dann hier ist so ein kleiner Hebel. Diesen Hebel drücken wir und nehmen den Kabel raus. Dann sind die Kabel hier befestigt, jeweils mit so einem Clip. Den können wir hier an der Seite mit dem Schraubendreher rausdrücken. Und hier oben auch. Und nehmen den vorsichtig hinter den Kabel entlang und legen den hier hinten ab. Als nächstes haben wir hier einen 17er Schraubenschlüssel und eine Knarre mit einer 13er Innensechskant. Den tun wir hier ansetzen und mit dem Schlüssel müssen wir hier gegenkontern. Bloß nicht ohne drehen, weil wenn ihr das dann dreht, könnt ihr hier diese Abdeckung hier kaputt machen. Auf jeden Fall kontern und dann nach rechts runter. Natürlich wird es beim ersten Mal nicht so locker sein, ich habe es vorgelockert. So. Dann haben wir hier die Schraube. Für alle, die nur Belege wechseln möchten, ihr habt jetzt die Möglichkeit, nur mit einer Schraube hier diesen Belag nach außen zu schieben. Und dann könnt ihr hier dran arbeiten, die Belege entfernen. Aber wir wollen ja alles entfernen, deswegen lege ich das wieder zurück und mache unten weiter. Gegenkontern. Lass mich jetzt festhalten. Ah, Mist. So, jetzt haben wir auch die Schraube raus. Leg ich mal hier hin. Und auch hier gilt nicht den Bremssattel an den Schläuchen baumeln lassen. Dann ich wieder mit dem berüchtigten Werkzeugkofferkasten und legt ihn dort vorsichtig ab. Dann können wir unsere Belege entfernen. Und hier drauf achten, der hintere ist der mit dem Kontakt. Und entfernen unsere Schienen hier. Jetzt entfernen wir den Bremssattelhalter mit einer 16er Knarre, am besten so ein länglicher, damit ihr auch hier rankommt. Und auch dort habe ich vorgelockert, damit das schneller geht für euch. Eins, zwei und der Halter ist draußen. Jetzt wieder den bekannten Torx 30, der ist auch vorne gleich groß. Ansetzen und in der Knarre drehen. In der Zusammenfassung, wir haben den Bremssattel entfernt mit einer 13er Sechskant und einem 17er Schlüssel. Dann den Bremssattelhalter mit einem 16er Sechskant und einmal die Bremsscheibe Fixierschraube Torx 30. So, jetzt haben wir wieder unseren Hammer, aber davor prüfe ich, ob der auch so rauskommt. Kommt er nicht. Damit das mal hier gedämmt wird. Bin ja nicht ganz alleine hier draußen. Haue ich einmal drauf. Ah, das ging ja ratzfatz. Einschlag. Gut, cool.
Aber ich wohl gut gefrühstückt heute. So, wir müssen jetzt, wie auch vorne, hier diese Fläche reinigen. Dann den Bremssattelhalter reinigen. Und die Schrauben werden wir auf jeden Fall reinigen. Dazu braucht ihr hier so einen Bremsenreiniger. Und am besten hier so ein paar Bürsten. Wenn ihr das alles gemacht habt, gehen wir dann auf den nächsten Schritt. So, nachdem wir alle Teile sauber gemacht haben und bevor wir alles wieder zurücksetzen, haben wir hier unseren Bremskolben. Dazu brauchen wir kein Rückstellewerkzeug, sondern einfach nur unsere Hand. Und zwar können wir hier auf beiden Seiten gleichzeitig den Bolzen reinschieben. So, das war's. So, jetzt können wir wieder, nachdem wir unsere Scheibe von innen gereinigt haben, das Ganze wieder rückwärts zusammenbauen. Den fixieren wir hier mit einer Mutter und ziehen die Fixierschraube mit 9 Newtonmeter zu. Und im nächsten Schritt nehmen wir unseren Bremssattelhalter und bauen den wieder ein. Ziehen ihn mit 100 Newtonmeter an. Jetzt tun wir hier die Kontaktstellen einfetten. Auf keinen Fall auf die Scheibe. Dann kommen unsere Führungsschienen rein. Wenn ihr neue Belege kauft, sind die immer dabei. Meistens. Sollten auf jeden Fall dabei sein. Dann haben wir unsere Belege. Den mit dem Kontakt nicht vergessen, der kommt hinten. Und auch diesen tun wir davor einfetten. So, dann kommt der eine rein. Und der andere ebenfalls, den tun wir auch einfetten. Und den tun wir auch dann hier einsetzen. So, kleine Kontrolle. Und bremst, okay. So, jetzt haben wir eine Möglichkeit nochmal hier zu reinigen, wenn wir etwas gekleckert haben. Im nächsten Schritt wieder umgekehrt den Bremssattel mit reingeschobener Bolzen, so wie wir ihn genommen haben, wieder einsetzen. So.
Und die Schrauben werden dann mit 36 Newtonmeter Drehmoment zugedreht. Oh ja, natürlich Gegenkontern. Hätte ich ja schon beinahe vergessen. Einmal zugedreht. Und unten das gleiche. Kontern. Jetzt kommt der Drehmoment. Einmal und oben zweimal. Dann haben wir wieder unsere Kabel hier, den wieder hier hinter dem Schlauch entlang führen, an den Clipspunkten anschließen und den Kabel wieder rein und die Schnalle zu. Und das war's. Zum Abschluss nochmal reinigen, das was noch rauskommt. Man sieht, ich benutze es und spare nicht dabei. Das war's. Bis zum letzten Tropfen. So. Dann können wir den Reifen wieder montieren. Und zum Abschluss den Service-Modus wieder rückgängig machen. Dazu Bremse betätigen und im gleichen Moment den Schalter nach oben ziehen und halten. Bis die Leuchte hier erlischt. Dann lassen wir beides wieder los. So, die Bremsen bzw. Bremskolben sind jetzt wieder rausgefahren. Bevor wir losfahren, betätigen wir dann nochmal die Bremse ungefähr 2/3 und lassen die langsam los. Warten einen Moment und wiederholen das Ganze. Das dient dazu, dass die Bremskolben dann wieder in ihren Positionen liegen. Jetzt bin ich ein paar Meter gefahren, die Bremse funktioniert einwandfrei. Vergiss auf keinen Fall die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren, ob sie zwischen Min und Max ist. Und alle Drehmomente und ja, alle Sachen, die ich im Video gezeigt habe, werde ich auf jeden Fall unten verlinken in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, liked das Video und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Adieu.